Doch es gibt eine Version der Titanic, die wir bis heute Morgen nie gesehen haben. Über mehr als ein Jahrhundert glaubten wir, die Geschichte zu kennen. Die Titanic-Geschichte, die jeder kennt, ist größtenteils ein Mythos. Die Titanic stößt gegen einen Eisberg. Das Schiff sinkt. Ende der Tragödie. Mein Gott. Doch neu entdeckte Hinweise aus nie entwickelten Fotos, rätselhaften Signalen und einem Tagebuch, das niemand sehen sollte, deuten nun darauf hin, dass wir belogen wurden. Ein Notizbuch wurde 780 Fuß vom Heck entfernt gefunden. Es gehörte einem 17-jährigen Passagier. Was, wenn die wahre Geschichte mit dem Wrack begraben wurde? Einer der Männer, die die Titanic überlebten, war 2 Stunden im Wasser. Was, wenn jemand überlebte und niemals gefunden werden sollte? Durch Gottes Gnade stieß ich auf ein Rettungsboot und sie zogen mich hinein. Sie fanden ein Schloss. Das ist der wertvollste Gegenstand in meinem Leben. Das verschwundene Rettungsboot, das alles neu schreiben könnte. Zu den seltsamsten und am wenigsten erklärten Anomalien der Katastrophe der RMS Titanic gehört etwas, über das außerhalb von Fachkreisen kaum gesprochen wird: das Rätsel von Rettungsboot A. Als die RMS Carpathia im eisigen Morgenlicht eintraf, um Überlebende zu retten, zählte ihre Besatzung jedes geborgene Rettungsboot und hielt alles genau fest. Fast alle Boote hatten Überlebende an Bord. Fast alle hatten irgendeine offizielle Dokumentation. Außer Rettungsboot A. Es wurde treibend gefunden, teilweise mit Wasser gefüllt, mit 3 gefrorenen Körpern und ohne Hinweise darauf, wie es dorthin gelangt war. Keine Ruder, kein Licht und kein bekannter Startvermerk aus der Nacht zuvor. Es trieb einfach im Wasser, als wäre es losgeschnitten oder aufgegeben worden. Die übliche Erklärung lautet Chaos. Rettungsboot A wurde vermutlich spät zu Wasser gelassen, am David überflutet und einige Menschen versuchten, sich im Wasser daran festzuhalten. Doch es gibt ein Problem. Kein einziger Augenzeugenbericht stimmt mit dem überein, was die Retter fanden. Niemand behauptete, beim Aussetzen von Rettungsboot A dabei gewesen zu sein, und keinem Besatzungsmitglied war dieses Boot offiziell zugewiesen. Und hier wird es noch seltsamer. Unter den 3 geborgenen Körpern befand sich ein Mann mit der Jacke eines Stewards. Doch das Kleidungsstück trug weder Kennzeichen noch Nummer, etwas, das bei der Reederei White Star Line eigentlich Standard war. Wenn ein Steward Dienst hatte, besaß sein Mantel normalerweise eine eingenähte Identifikationsmarke. Dieser war völlig leer. Noch rätselhafter: einer der Körper wurde vor der Seebestattung fotografiert. Jahre später deutete eine digitale Bildverbesserung auf etwas Unheimliches hin, ein verschwommenes Objekt, das der Mann noch immer in seiner linken Hand hielt. Analysten, die das Foto untersuchten, glauben, dass es sich um eine kleine Handkurbelkamera handeln könnte, wie sie damals bei Passagieren üblich war. Doch das Objekt wurde nie offiziell registriert. Es verschwand, bevor jemand es genauer untersuchen konnte. Einige Historiker vermuten, dass Rettungsboot A das Schiff möglicherweise verließ, noch bevor die offizielle Evakuierung begann. Zu früh ausgesetzt und dann im Dunkel verschwunden, entweder auf Befehl oder aus Versehen. Andere sprechen leise von einer möglichen Vertuschung, dass eine hochrangige Person früh geflohen sein könnte und dieses Boot Geheimnisse trug, die niemand enthüllen wollte. Doch der entscheidende Punkt ist: kein einziges geborgenes Foto zeigte jemals Rettungsboot A. Das seltsame Vermächtnis von Benjamin Guggenheims Kamera. Wochenlang nach der Entdeckung wusste das Bergungsteam nicht einmal, was es gefunden hatte. Ein versiegeltes, ledergebundenes Kameragehäuse, das aus dem Wrack geborgen wurde, wurde katalogisiert, fotografiert und zur Bildanalyse geschickt. Erst als ein Restaurierungsspezialist die schwach eingedrückten Initialen im gealterten Leder bemerkte, änderte sich alles. BG, 2 Buchstaben, leicht zu übersehen. Doch beim Abgleich mit der Passagierliste der Titanic passte nur ein Name sowohl zu den Initialen als auch zum Fundort des Objekts: Benjamin Guggenheim, der amerikanische Bergbau-Tycoon, der sich angeblich in Abendkleidung kleidete, als das Schiff sank, ruhig Frauen in Rettungsboote half und erklärte, er sei bereit, wie ein Gentleman unterzugehen. Doch wie konnte seine persönliche Kamera, ausgerechnet eine Kodak Brownie, den Sturz in den kalten, hochdruckreichen und bakterienreichen Meeresboden überstehen? Die Antwort könnte in ihrer Umgebung liegen. Als ein Tauchroboter die ersten hochauflösenden Scans des Objekts aufnahm, bemerkten Spezialisten etwas Seltsames.
Die Kamera lag in einem eingestürzten Wandbereich nahe dem ehemaligen Promenadendeck der 1. Klasse, teilweise begraben unter einer dicken Schicht aus Mikroschlamm, fast so, als wäre sie bewusst versteckt worden. Experten vermuten, dass die Kamera während des endgültigen strukturellen Zerbrechens des Schiffes in eine Art Tasche geriet, eine vakuumähnliche Spalte, die sie vor korrosivem Salzwasser und Sauerstoff schützte. Eine winzige Zeitkapsel unter Wasser. Doch es wird noch merkwürdiger. Eine chemische Analyse des Ledergehäuses zeigte Spuren von Tanninsäure und Silbernitrat, wahrscheinlich aus einer Behandlung, die Guggenheim aus ästhetischen Gründen persönlich in Auftrag gegeben hatte. Unter den Bedingungen der Tiefsee bildeten diese Stoffe eine bioresistente Hülle, die mikrobiellen Zerfall hemmte. Das Gehäuse könnte also zufällig nicht nur die Kamera, sondern auch die Bilder im Inneren geschützt haben. Als das Team schließlich die Filmrolle im Inneren scannte, entdeckten die Entwickler 10 vollständige Belichtungen. Keine leeren Frames, kein chemisches Rauschen, echte, als Schatten erhaltene Negative. Und ein Bild, nur eines, zeigte offenbar eine verschwommene, hochaufragende Struktur am Horizont, Sekunden vor der Kollision. Die Geschichte, von der wir dachten, sie sei längst abgeschlossen. Mehr als ein Jahrhundert lang wurde die Katastrophe der RMS Titanic wie ein abgeschlossener Fall behandelt. Das Schiff traf einen Eisberg, der Rumpf riss auf, Panik folgte. Rettungsboote verließen das Schiff halb leer. Mut und Feigheit wurden sauber verteilt. Offizielle Untersuchungen im Jahr 1912 erklärten uns, was geschah, wer versagte und wer die Schuld trug. Und über Jahrzehnte verhärtete sich diese Version zu etwas, das fast wie ein Mythos wirkte. Doch hier ist die unbequeme Wahrheit, die viele Dokumentationen übergehen. Fast alles, was wir wissen, stammt aus Aussagen von Überlebenden, gesammelt unter extremem Schock, Schuldgefühlen und öffentlichem Druck. Menschen wurden nur Tage nach dem Erlebnis befragt, nachdem sie Freunde im eiskalten Wasser hatten sterben sehen. Andere sagten Monate später aus, nachdem Zeitungen die Geschichte bereits geprägt hatten. Manche änderten ihre Aussagen, um ihren Ruf zu schützen. Andere schwiegen für immer. Und die physischen Beweise? Das Wrack lag mehr als 12.000 Fuß unter der Oberfläche, unerreichbar, unsichtbar und vollkommen still. Selbst frühe Ermittler gaben Widersprüche zu. Offiziere widersprachen einander. Zeitabläufe passten nicht zusammen. Ein Zeuge schwor, die Rettungsboote seien ruhig beladen worden. Ein anderer beschrieb im exakt selben Moment völliges Chaos. Die berüchtigte Regel Frauen und Kinder zuerst wurde je nach Seite des Schiffes unterschiedlich berichtet. Also welche Version stimmte wirklich? Hier ist eine ebenso faszinierende wie beunruhigende Tatsache. Die britischen und amerikanischen Untersuchungen waren sich nie einig, wie lange das Schiff nach der Kollision über Wasser blieb. Nicht um Minuten, sondern um fast eine halbe Stunde. Allein das verändert alles an den Entscheidungen zur Evakuierung. Ein weiteres übersehenes Detail. Mehrere Passagiere behaupteten, vor dem Aufprall eine lange dunkle Form am Horizont gesehen zu haben. Andere bestritten jede Warnung. Eiswarnungen wurden gesendet, einige wurden ignoriert, andere erreichten möglicherweise nie die Brücke. Spätere Historiker stellten fest, dass mindestens 6 Funkmeldungen aus den offiziellen Aufzeichnungen verschwanden. Und dann gibt es noch eine Theorie, die einfach nicht verschwindet. Dass der Schaden kein einzelner sauberer Riss war, sondern eine Reihe kleinerer Brüche, verschlimmert durch spröden Stahl. Metallurgische Untersuchungen Jahrzehnte später zeigten, dass die Nieten der Titanic ungewöhnlich viel Schlacke enthielten. War das Schiff in dem Moment verloren, als es den Eisberg streifte? Oder wurde die Katastrophe durch Konstruktionsfehler verstärkt, die niemand zugeben wollte? Das Morsesignal, das eigentlich nicht existieren dürfte. Gerade wenn es scheint, als wäre das Rätsel der Titanic bereits bis an seine Grenzen untersucht worden, taucht ein weiteres Detail auf, eines, über das Funkhistoriker noch immer leise diskutieren. Ein Signal, das gesendet wurde, nachdem das Schiff bereits verstummt sein sollte. In den frühen Morgenstunden des 15. April 1912 registrierten mehrere Funker auf nahegelegenen Schiffen etwas Beunruhigendes. Eine schwache, unterbrochene Morseübertragung. Kein vollständiger Notruf, kein klares CQD oder SOS. Nur Fragmente, Impulse, Pausen, kurze Versuche, als kämpfe jemand darum, den Strom aufrechtzuerhalten. Offiziell verstummte die Funkanlage der Titanic kurz nach 2:17 Uhr morgens, als das Schiff unter die Wasseroberfläche glitt.
So lauteten die Ergebnisse der Untersuchungen. Fall abgeschlossen. Doch ein Schiff, die SS Mount Temple, meldete schwache Morseklicks noch fast 40 Minuten später. Zu spät, um von der Titanic zu stammen, zu schwach, um von der RMS Carpathia zu kommen, und aus einer Richtung, die keinen Sinn ergab. Damals wurde der Bericht schnell beiseite geschoben, atmosphärische Störungen, Funkrauschen. Der Nordatlantik war dafür berüchtigt. Doch moderne Analysen zeichnen ein beunruhigenderes Bild. Das Signal folgte keinem zufälligen Muster. Es zeigte regelmäßige Abstände, einen menschlichen Rhythmus. Jemand tippte langsam. Und hier liegt das Detail, das Experten noch heute beschäftigt. Das Signal war kein SOS. Es ähnelte einer älteren, informellen Notfallkurzform, die manche Funker benutzten. Eine Art inoffizieller Code, der unter Funkern weitergegeben wurde. Fast wie ein letzter Versuch zu sagen, wir sind noch hier. Wenn das stimmt, verändert es vieles. Wenn Funkübertragungen länger andauerten als offiziell berichtet, wenn bestimmte Bereiche des Schiffes länger zugänglich blieben und wenn die Energieversorgung nicht sofort komplett ausfiel, dann ist es zumindest denkbar, dass jemand noch lebte. Vielleicht in einer Lufttasche nahe dem Funkraum oder mit Hilfe einer Notbatterie. Die Titanic war riesig. Als sie ungleichmäßig überflutet wurde, verwandelten sich ihre Innenräume in ein Labyrinth aus abgeschotteten Abteilungen. Und hier kommt ein weiterer unheimlicher Hinweis ins Spiel. Eines der geborgenen Fotos, die angeblich mit der Kamera von Benjamin Guggenheim aufgenommen wurden, zeigt laut internen Notizen den Funkmast noch weit nach Mitternacht aufrecht, mit schwachen, aber sichtbaren Lichtern. Dieses Detail allein widerspricht der seit Jahrzehnten akzeptierten Zeitleiste. Wenn der Mast noch funktionierte, könnte es auch das Funkgerät gewesen sein. Einige Theoretiker gehen sogar noch weiter. Sie vermuten, das Signal sei gar nicht für Rettungsschiffe gedacht gewesen, sondern für die Funkstation von Cape Race in Neufundland. Vielleicht ein letzter Versuch, etwas festzuhalten, eine Beobachtung, eine Warnung oder einen Beweis, den jemand unbedingt für die Zukunft bewahren wollte. Die Rettungsweste, die 200 Meter entfernt gefunden wurde, und die Handschrift, die niemand erklären kann. Im Sommer 1968, mehr als 5 Jahrzehnte nachdem die RMS Titanic im Atlantik versank, wurde eine seltsame Entdeckung gemacht. An der Südküste von Newfoundland fand ein Hummerfischer etwas, das wie eine stark beschädigte Rettungsweste aus Segeltuch aussah, verfangen in Tank und teilweise im Sand vergraben. Auf den ersten Blick hielt man sie für ein Überbleibsel eines neueren Schiffsunglücks. Doch als sie an die Behörden übergeben und später von Schifffahrtshistorikern untersucht wurde, reagierten viele mit ungläubigem Staunen. Das Design entsprach nur einem bekannten Modell, der Kapok gefüllten Rettungsweste der White Star Line, hergestellt im Jahr 1912. Doch wie konnte das möglich sein? Der Untergangsort der Titanic liegt ungefähr 200 Meter südöstlich von der Stelle entfernt, an der die Weste gefunden wurde. Selbst wenn man Meeresströmungen und Stürme berücksichtigt, erwartete niemand, dass Trümmer so weit treiben und zudem noch in einem Zustand erhalten bleiben könnten, der eine Identifizierung mehr als 50 Jahre später erlaubt. Doch das wirklich Unheimliche war nicht nur die Rettungsweste selbst, sondern das, was darauf geschrieben stand. Schwach, aber noch sichtbar unter Salzflecken und Schimmelspuren befanden sich handgeschriebene Initialen in blau-schwarzer Tinte. AFC. Das Problem: kein Besatzungsmitglied und kein Passagier mit diesen Initialen erscheint auf der offiziellen Passagierliste der Titanic. Forscher überprüften archivierte Einschiffungsdokumente, Besatzungslisten und sogar Berichte über mögliche blinde Passagiere. Nichts. Kein AFC irgendwo. Wer also schrieb diese Initialen? Einige vermuten, die Weste habe einem nicht registrierten Arbeiter gehört, vielleicht einem kurzfristig angeheuerten Kohleschaufler oder einem Ersatzdecksmann, der nie in die offiziellen Unterlagen aufgenommen wurde. Andere glauben, sie könnte einem Schwarzmarktpassagier gehört haben, also jemandem, der unter falschem Namen an Bord geschmuggelt wurde, eine Praxis, die auf transatlantischen Reisen jener Zeit nicht völlig unbekannt war. Doch hier wird es noch seltsamer. Neuere Analysen von Tinte und Stoff zeigten Spuren chemischer Konservierungsmittel, die erst in den 20er Jahren verwendet wurden. Das dürfte eigentlich unmöglich sein. Es sei denn, die Rettungsweste wurde Jahrzehnte nach dem Unglück verändert. Wurde sie früher geborgen und verborgen gehalten? Wurde sie als Teil eines Schwindels platziert? Oder überlebte tatsächlich jemand die Titanic und verschwand anschließend aus der Geschichte?
Heute befindet sich das Objekt in einer privaten Sammlung, für die meisten Forscher unzugänglich. Das Feuer, das bereits brannte, bevor der Eisberg getroffen wurde. Zuerst klingt es unmöglich, ein Feuer auf der Titanic, bevor sie überhaupt den Eisberg traf? Und doch liegen Hinweise seit Jahren offen vor uns, verborgen in Fotografien, übersehen in Zeugenaussagen der Crew und nun erneut diskutiert durch neu analysierte Kameraaufnahmen aus dem Wrack. Der Kern der Theorie lautet, die Titanic verließ Southampton bereits mit einem Brand tief in einem ihrer Kohlebunker. Kein loderndes Inferno, sondern ein schwelendes Feuer, das Berichten zufolge schon seit Tagen brannte. Mehrere Besatzungsmitglieder sagten dies während der ursprünglichen Untersuchungen aus, doch ihre Aussagen wurden schnell heruntergespielt. Man erklärte es als etwas Gewöhnliches auf kohlebefeuerten Schiffen, nichts Besorgniserregendes, nur Pech. Doch neuere, hochauflösende Scans der Steuerbordseite des Rumpfes, darunter Expeditionen in den Jahren 2010 und 2017, zeigten einen langen, vertikalen dunklen Streifen genau unterhalb der Stelle, an der der Eisberg den Rumpf traf. Metallurgen und Brandermittler glauben heute, dass diese Spur mit einem lokalen Kohlebrand übereinstimmen könnte, der heiß genug war, um die dahinterliegende Stahlstruktur zu schwächen. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass das Schiff möglicherweise schon vor der Kollision strukturell geschwächt war, dass genau der Abschnitt, in dem der Eisberg einschlug, Kompartiment 6, durch Hitze geschädigtes Metall leichter aufbrechen konnte. Das ist nicht nur Spekulation. Eine Dokumentation aus dem Jahr 2017 des Journalisten Zenan Moloney argumentierte, dass das Feuer den Rumpf in diesem Bereich um bis zu 70% geschwächt haben könnte. Mehrere Materialexperten prüften das Filmmaterial und für viele veränderte es die Sicht auf die Katastrophe. Und hier entsteht die Verbindung zur Kamera von Benjamin Guggenheim. Laut einem durchgesickerten Bericht des Restaurierungsteams zeigt eines der geborgenen Bilder möglicherweise eine schwach verdunkelte Stelle an der Steuerbordseite des Rumpfes, sichtbar vom Deck aus in der Abenddämmerung des 14. April. Sollte sich das bestätigen, wäre es das erste Foto überhaupt, das an Bord aufgenommen wurde und möglicherweise auf äußere Brandschäden hinweist, noch bevor der Eisberg das Schiff traf. Das würde bedeuten, dass einige Passagiere es vielleicht gesehen haben, ohne zu verstehen, was sie tatsächlich betrachteten. Und vielleicht hätten, unter anderen Umständen, viele der etwa 1500 Menschen an Bord eine ganz andere Chance auf Rettung gehabt. Das Tagebuch, das eigentlich nicht überleben sollte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war Edith Corse Evans eine der bekanntesten Passagierinnen der ersten Klasse auf der Titanic. Die wohlhabende New Yorkerin hatte Verbindungen zu einflussreichen Bankfamilien und war bekannt für ihren scharfen Verstand und vor allem für ihre Gewohnheit, während Reisen jeden Abend Tagebuch zu schreiben. Überlebende bestätigten später, dass sie während der Überfahrt ein schmales, ledergebundenes Journal führte. Evans gab angeblich ihren Platz in Rettungsboot 4 einer anderen Frau, nachdem sie gefragt hatte: »Sie haben Kinder? Ich habe keine.« Sie kam beim Untergang ums Leben, ihr Körper wurde nie geborgen und über ein Jahrhundert lang galt ihr Tagebuch als für immer im Meer verloren, bis es plötzlich wieder auftauchte. Im Jahr 2014 tauchte bei einer privaten Nachlassauktion in Glasgow eine unbeschriftete Aufbewahrungsbox auf, versteckt auf dem Dachboden eines verstorbenen maritimen Sammlers. Darin befanden sich mehrere wasserbeschädigte Gegenstände, Postkarten, eine Speisekarte der White Star Line und ein stark zerfallenes Buch. Handschriftsexperten bestätigten später, dass es sich tatsächlich um das Tagebuch von Edith Evans handelte, mit Einträgen vom 10. bis zum 14. April 1912. Doch der letzte Eintrag ist besonders unheimlich. Er wurde nur wenige Stunden vor der Kollision geschrieben und erwähnt keinen Eisberg. Stattdessen beschreibt Evans eine lange, flache Form am Horizont und das seltsame Verhalten einiger Offiziere, nachdem sie ein dringendes Funktelegramm erhalten hatten. Sie schrieb auch, dass sie eine leise Unterhaltung in der Nähe des Funkraums belauscht habe. Eine Stimme soll gesagt haben: »Wir sind heute Nacht nicht allein hier draußen.« Noch merkwürdiger ist eine zusätzliche Notiz am Rand der Seite, mit verschmierter Tinte und eindeutig in einer anderen Handschrift geschrieben. Eine hastige Kritzelei. 4 unheimliche Worte. Lass sie nicht wissen. Niemand weiß, wer sie geschrieben hat. Die Handschrift stimmt nicht mit der von Evans überein. Einige vermuten, es könnte ein Besatzungsmitglied gewesen sein, das in den Tagen nach der Katastrophe die persönlichen Gegenstände der Passagiere sortierte.
Doch der entscheidende Punkt ist ein anderer. Das Tagebuch wurde nie offiziell in den Katalog geborgener Titanic-Artefakte aufgenommen. Es taucht in keinem bekannten Verzeichnis von Titanic-Fundstücken auf. Das bedeutet, dass jemand es bewusst aus den offiziellen Aufzeichnungen herausgehalten hat. Der Heizer, der für tot erklärt wurde und dann im Jahr 1932 ein Dokument unterschrieb. Im Jahr 1912 wurden nach der Katastrophe der RMS Titanic über 1500 Menschen als verstorben registriert. Unter ihnen war ein Mann namens Thomas R. Merton, ein 31-jähriger Heizer, der tief in den Kesselräumen arbeitete, dem heißesten und härtesten Bereich des Schiffes. Er war unter der Besatzungsnummer 259 registriert und wurde zuletzt gesehen, wie er half, Meerwasser manuell abzupumpen, um die Überflutung zu verzögern. Sein Körper wurde nie gefunden, keine persönlichen Gegenstände wurden entdeckt. Offiziell galt er als im Meer ums Leben gekommen. Doch 20 Jahre später, im Januar 1932, geschah etwas äußerst Merkwürdiges. In Halifax in Nova Scotia wurde ein Grundstücksdokument eingereicht unter dem Namen Thomas R. Merton mit einer Unterschrift, die der auf seinem Besatzungsvertrag von 1912 nahezu identisch war. Handschriftanalysten der 80er Jahre untersuchten später verbesserte Scans und stellten eine Übereinstimmung von etwa 87% mit Dokumenten aus der Titanic-Zeit fest. Die Signatur war nicht nur ähnlich, sie stimmte sogar in Details überein, dem Druck auf dem großen T und dem gebogenen Auslauf des R. Damals wurde dies als Zufall abgetan, vielleicht ein Verwaltungsfehler oder einfach ein anderer Mann. Doch in den Einwohnerverzeichnissen von Halifax tauchte kein zweiter Thomas R. Merton auf, weder vor noch nach 1932. Und dann wurde es noch rätselhafter. In den späten 2000er Jahren entdeckte ein Titanic-Archivar bei einer privaten Nachlassauktion in Cornwall eine versiegelte Kiste der White Star Line. Darin befanden sich Briefe, einige getippt, andere handgeschrieben. Einer davon war ein Kohlepapierdurchschlag vom August 1933. Er war nicht unterschrieben, aber eindeutig an einen ehemaligen Rechtsvertreter der White Star Line in London gerichtet. Der Brief erwähnte: Den Mann, der aus dem Nordatlantik herausging, den wir vereinbart hatten, nicht zu protokollieren. Er endete mit einer beunruhigenden Anweisung: Wenn Sie das Logbuch noch haben, vernichten Sie sofort Seite 17. Bis heute wurde kein entsprechendes Logbuch gefunden und keine bekannten Aufzeichnungen über Rettungsboote oder Bergungen erwähnen einen überlebenden Heizer ohne offizielle Registrierung. Der Brief erwähnte: Den Mann, der aus dem Nordatlantik herausging, den wir vereinbart hatten, nicht zu protokollieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.